Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Wir befinden uns in Corellia Fortress und haben am Ende der letzten Folge den Freifahrtschein bekommen, um uns hier ordentlichst umschauen zu können. Und genau das werden wir auch tun. Ist euch eigentlich jemals aufgefallen, dass auf der Rückseite der Bekleidung der Class 7 bzw. Thors Kostümierung so eine Art Tribal zu sehen ist? Ich meine, man guckt ja ständig auf die Rücken seiner Leute und ich sehe das heute trotzdem so zum ersten Mal. Naja, ist ja auch Wurst eigentlich. So, ich will jetzt mal eine Sache ganz kurz checken. Okay, alle sind da ausgegraut. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Ort, wo man sich mit den Recipes so richtig austoben kann, aber meine anderen Leute stehen mir nicht zur Verfügung. Okay, dann fangen wir mal hier an. These days I find myself looking forward to mealtime so I can read letters from my family while I eat. It sure ain't the food that puts a smile on my face, that's for sure. I don't think I could keep this slop down if I didn't have these letters to take my mind off it. These days I find myself. Wir haben beim letzten Mal ja schon festgestellt, dass das Essen hier eher zweckmäßig ausgerichtet ist und weniger kulinarische Gaumenfreuden auslöst. Aber naja, die kennt's halt nicht anders, ne? The Vandals are a military family entrusted with the protection of the Imperial family. They're also famous for their house's style of swordsmanship. A few of them serve in the Imperial Army, actually. You've got Lieutenant General Zex from the 3rd Armored Division, and there's apparently another Vander in the 7th. You should ask Major Neidhart more. I heard those two were classmates. Ja, ich hab vergessen, wie der heißt. Einen kenne ich noch aus der Family. A few members of the Vander family actually serve the Imperial Army. Okay, gut. Müssen wir wohl Neidhart fragen, wenn wir mehr wissen wollen. Das sieht aus, als könnten wir hier vielleicht neue Rezepte mitnehmen. Ich fange mal mit Mosel an. There are thousands of soldiers stationed here in Corellia Fortress. That means it can get awfully crowded here in the mess hall, so we do everything in shifts. Though you inevitably get people coming in late, so we never really have much in the way of downtime. Ja, there are thousands of soldiers stationed here in Corellia Fortress. Wir haben ja beim letzten Mal auch gesehen, wie unfassbar riesig diese ganze Konstruktion hier ist. Aber er wiederholt sich. So, und du hast bestimmt auch einen Eigennamen? Jawohl, du bist der Sly. Hey, Sly. What, did you come back to complain about the food some more? That was just a welcome meal of sorts. It's not like we serve food like that every day of the week. Just 6 days out of 7. Na dann. But on that one other day, we serve up the army's famous hashed beef rice. It's really good, you know. Gives the soldiers something to look forward to. Ja, ich glaube, ich wäre, glaube ich, auch genügsam mit dem Essen hier. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Nicht der alleranspruchsvollste Esser, muss ich sagen, aber es rührt wahrscheinlich auch daher, dass ich selten dazu komme, mal so richtig zu kochen und eher so, ja, traurigerweise muss man sagen, darauf getrimmt bin, so mit Blick auf die letzten Jahre, so ein bisschen zwischen Tür und Angel zu essen und ja, schnelle Lösungen zu bevorzugen, sage ich mal. Ich habe jetzt übrigens im Vorfeld geguckt, also wir haben hier an dem Ort jetzt kein Red Moon Rose, was man irgendwie verpassen könnte, und es gibt auch keine Hidden Quests oder sowas. Es gibt hier, glaube ich, gar keine Quests, das heißt, wir sind komplett frei in Sachen Erkundung, und ich fange jetzt einfach mal hier an. Die Ausrufezeichen, die waren anderswo, das heißt, eigentlich dürfte hier keine Story-Eskalation auf uns warten. Ah ja. Hier sehen wir jetzt den Mittelteil, oder einen der Mittelteile. Das Ding hier ist so riesig, bin mir nicht ganz sicher. Looks like this is the Fortress Airport. There might come a day when I find myself in a military airship. Und irgendwas sagt mir, dass das im Rahmen der Cold Steel-Reihe sicherlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird, aber wir gucken mal. So. You find Corellia Canyon to the east, and cross Bell Eyes beyond it. They're currently in the middle of some international conference over there. Ich weiß. Also, dass es jetzt hier aber quasi direkt um die Ecke ist. Also die Kilometerentfernung, die hätte ich jetzt nicht benennen können. Ach, guck mal, hier haben wir doch auch Ausrufezeichen. Alles klar, dann mache ich jetzt erstmal hier weiter. Hallo Engineer. Right, that should do it. Normally I tell you how powerful these things are, but you're about to see for yourself. Ich würde dir aber gerne dabei zuhören, wenn du mir das erklärst. Es sei denn, es wird zu technisch. Dann bin ich raus. Muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Neue Aufnahmesession heute und so. Aber ich habe beim letzten Mal
an einer coolen Stelle aufgehört, finde ich. Try not to get too close to the airships. Aha. Und warum? Das ist ein, unbefriedigender Sicherheitshinweis. We're about to head out for a military exercise. They say the 3rd Armored Division's the strongest unit in the Imperial Army. Hey, I'm looking forward to this. Ja. We're about to head out. Und wir sollen so einer Military Exercise ja auch beiwohnen, ohne daran teilzunehmen. Wir sind als Zuschauer geladen worden. Das haben wir auch in der letzten Folge mitgeteilt bekommen. Na, ihr beiden, crazy. It really is night and day. Yeah, it's hard to imagine two places more diametrically opposed. What's wrong, you two? Oh, we were just talking about how different this place is to Yurai. Yurai was super lively, but this place? I think Crow's having withdrawals now that he's somewhere without easy access to a casino at all times. I can imagine. It seems like everyone's talking about Yurai these days, though. Was it really that amazing? It was. I didn't know what to expect with the recent annexation by Erebonia, but everything looked fine to me. It has offices and entertainment district, and all of the people I saw were thoroughly enjoying themselves. I'd go as far to say that they're happy to be under the Imperial government's control. I don't know if I'd go that far. Oh? A little bird told me Chancellor Osborne was the one behind the annexation in the first place. It also told me he used some pretty forceful tactics to get them to agree. And of course, most of their tax money takes a brand new detour straight into the Imperial government's pockets. I wouldn't be surprised if he made the annexation happen just to fatten his pocketbook. But paying taxes is a citizen's duty. Ja, aber da gibt's viel Grauzone, ne, was die Ausführung und die Höhe auch angeht. It's only natural that they do so now that they're under Erebonia's protection, right? Sounds like this is a pretty complicated issue. Ja, kann man so sehen, aber wenigstens können die beiden hier wertschätzend miteinander sich austauschen, scheinbar. You're one stubborn kid. Oh well, we're here anyway, might as well try to enjoy it. Da sind wir eigentlich gerade dabei. Also ich habe mir bisher noch nicht die Laune vermiesen lassen. Sure, I've heard the claims that Chancellor Osborne's main priority is Erebonian territorial expansion. Am I being too hard-headed? Weiß ich nicht. Nö, eigentlich nicht. Also normalerweise in anderen Kontexten hätte ich jetzt gesagt schon. Aber nicht jetzt hier in der Diskussion. Zumindest nicht mit dem Anteil, den ich jetzt hier so mitbekommen habe. So, wir sind jetzt hier mit der Ecke durch, ne? Muss mir jetzt irgendwie das eine rote Ausrufezeichen aussuchen, was ich ganz zum Schluss anquatschen will. Wir haben jetzt hier 3 zur Auswahl. 4 sogar. 5, wenn man es ganz genau nimmt, weil da oben sind 2 in dem großen Raum. Ich gehe jetzt einfach mal überall dahin, wo ich erstmal keine Ausrufezeichen sehe. Motorpool. Oh. Hier sind die ganzen Panzerchens gelagert. An den Raum erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht warum, aber hier wird es einige Gesprächspartner geben. Ich weiß, Captain Obvious und so. Das ist hier nicht alles komplett leer. Es war, glaube ich, von vornherein klar. Seems like this is the hangar for tanks and armored cars. It's kind of staggering to see so many of them lined up in one place. Ja, aber verwunderlich ist es auch nicht, wenn man dran zurückdenkt, wie imposant die ganze Gebäudestruktur hier war, oder? So, da stehen auf jeden Fall auch 2 Leute. Okay, es sind hier sehr viele Wege auf jeden Fall. Tachchen. Lunch is waiting for me after this. I can hear it calling my name. Just gotta keep it up a bit longer. Ja, mein Essen spricht auch immer zu mir und ruft nach mir und muss manchmal leider sehr lange warten, aber wir sind schon eingegroovt. We've spent the whole night fitting the old tanks with C units for today's military exercise. Can you believe it? I've been at this all night without so much a minute of shut-eye. Once this is done, I'm gonna sleep like no one's ever slept before. Es sei dir sowas von gegönnt, mein Freund. Aber sowas von. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollst du mal den Betriebsrat einschalten oder so, wenn das ständig so läuft. These new armored cars are state-of-the-art technology, but they're practically toys compared to the 18 tanks. You'll see what I mean soon enough. Naja, 18 ist hier der Überflieger. Das haben wir, glaube ich, anderswo auch schon mal gehört. Also die 18 taucht jetzt hier nicht zum ersten Mal auf. So, welche Reihenfolge? Da hinten steht auch noch jemand, aber im Raum nebenan. Ach, Elliot und Alisa, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das sind hier die nächsten relevanten Ansprechpartner. I'm not entirely sure how to feel seeing so many 18s lined up like this. The Rainford Company makes these, don't they?
Unfortunately so. I'm sure they'll be using them for this military exercise too. As far as I can tell, they'll be pitted against the older automated models. That sounds pretty brutal. The older tanks won't stand a chance. Well, that's kind of the point. They want to show off just how easily the 18s can dominate them. Well, you don't get the chance to go eyes on with this stuff every day. I'll take the opportunity to see for myself just how competent they are. That's just like her. Ja, ein gewisses Grundinteresse ist ja durchaus nachvollziehbar, ne? Wurde eher quasi in die Wiege gelegt. There's no doubt that they'll be using the 18s in this exercise. Let's see what Mother's tanks are made of. Okay, das war neu. Und du, Elliot, deine Gedanken? I'm not looking forward to this. Auch das überrascht wenig irgendwie. You've never seen any military exercises before, right, Reen? Yeah, this will be my first time. I take it you have then? Yeah, my dad showed me one the last time he brought me out here. He really does want me to join the military, but I really don't think I'll ever be suited for it the way it is. I get where you're coming from. The more I hear about his dad, the more curious I get. Ich finde seinen Vater irgendwie sehr amüsant, trotz seines Ranges, was eigentlich wenig mit Amüsement zu tun hat, aber er ist interessant, ja. I guess it will be nice to see my dad for the first time in a while. Das war neu. Der Anfang war, glaube ich, nur Wiederholung. So, hier kommen wir nicht weiter, vermutlich, laut Karte. The legendary Craig the Red will be overseeing our military exercise today. He is the man every soldier should aspire to be, a strong fighter and brilliant tactician rolled into one. Hey, you can just feel the excitement in the air. Ja, die bauen auf jeden Fall gute Spannung auf für das, was da passiert. Und ich finde, dass auch Neidhart und Sarah das so ein bisschen bedeutungsschwanger angeteasert haben irgendwie. My daughter's turning 3 soon. Don't worry, Daddy will be home soon. He just needs to survive his overtime. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das nur einmal so ein Peak ist, ne? Und dass ihr das jetzt nicht jeden Tag habt, hoffe ich zumindest für euch. So, und bei dir so? The 18s have some crazy firepower, but they require a lot of maintenance. They're like fussy little babies, if fussy little babies could fire armor-piercing rounds anyway. Ja, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber ich verstehe, woher das kommt, sagen wir mal so. Warte mal, ist hier noch eine? Ja, mit dir habe ich nicht gesprochen. Du hast dich voll vorbeigesneakt. Dies Jahr mit Curses. Ach doch, nee, das kenne ich schon. Practically compared 18. Ja, okay. Nee, ich nehme alles wieder zurück. Ich habe nichts gesagt. NPCs, die sich bewegen, sind halt generell für meine Orientierung manchmal schwierig. The older engineers seem really worn out. I'm new here myself, but it sounds like it's always like this when they have to prep for military exercises. Ja, aber wie oft kommen denn diese Exercises vor? Ist das so ein Ding, was alle 5 Jahre mal passiert? Einmal im Jahr? Einmal im Quartal? Wie häufig seht ihr euch damit konfrontiert? Das ist die Frage. Wenn das so ein alle-5-Jahres-Event ist, dann würde ich das alles ganz anders bewerten und sagen, ey Leute, Augen zu und durch. Dann habt ihr eure Ruhe für eine Weile. Aber, This here is called the Net. We got it hooked up after the Rainford company asked us to test it out. I gotta say, it's pretty darn impressive. You can pretty much access it whenever you want, and you can give way more specific orders than you can on the phone. To be honest, this overtime would have been a huge nightmare if it weren't for this. It's a shame that we've only got the Net set up here in the command center and in the storage areas. Life would be way easier if we could use it to contact tradesmen and other non-military folks too. Ihr steht aber scheinbar noch am Anfang mit der Technik, oder? Ich meine, wenn die Rainfords euch gebeten haben, das zu vertesten, dann wird ja von euren Feedbacks wahrscheinlich abhängen, inwieweit es noch weiter ausgerollt wird. Und da ergibt sich vermutlich wieder eine Chance, auf die Wünsche, die du gerade geäußert hast, auch einzugehen und das auch in anderen Bereichen einzusetzen. So würde ich das jetzt mal, wenn ich optimistisch sein wollte, betrachten. So, hier stand noch jemand, ich wollte gerade sagen, this is the first hangar where we keep our tanks. Every soldier in the 5th Armored Division knows it back to front. Be sure to take a good look around. Ich kenne das jetzt auch ziemlich gut nach meiner Inspektion. Also, ich kenne natürlich jetzt keine Geheimgänge und Kniffe. Ich weiß auch nicht, wo die Steckdosen in dem Raum sind, aber ich fühle mich... Oh, ist das hell. Ich
Ich fühle mich, als wäre das mein zweites Wohnzimmer. Fast. Wow. Ja. Das hier wird der Mittelteil sein. Hier sind wir nämlich mit dem Zug durchgefahren. Und dieser komische Landeplatz, das war nur ein Bruchteil von der ganzen Festung hier. Ja, riesiges Ding. Eigentlich sollte man meinen, dass du das zu Fuß an einem Tag eventuell gar nicht inspiziert bekommst. Na gut, vor dem Hintergrund, dass man wahrscheinlich nicht alles einsehen kann und es auch einige abgeriegelte Bereiche gibt, vielleicht doch. I can't believe the size of this place. Oh, given those uniforms, you must be the students from Thor's. Feel free to look around all you like, but try to stay out of our way. We're all incredibly busy at the moment. So if you don't mind, I ask you to make your way to the corridor over there instead of hanging around here. Understood. Thank you very much. Might as well head over there. Wo denn? Wo ist denn hier der? Achso, ich erinnere mich aber, glaube ich, noch. Das ist ja immer, einmal so ein Übergang mit einigen roten Ausrufezeichen, die scheinbar alle unsere Klassenmitglieder sind, wie es aussieht. Klassenkameraden sagt man, ne? Klassenmitglieder. Läuft ja aufs Gleiche hinaus. Oh, you're those students from Doris, aren't you? Don't wander off on your own or anything. Security is on high alert because of the trade conference. We're working some pretty rough shifts already, so we don't need you causing us any extra trouble. Deswegen bin ich nicht hier, keine Sorge. Und außerdem gehört er auch zu euren Aufgaben, uns hier zu ermöglichen, rumzulaufen. Also wir sind nicht als Troublemaker hergekommen. Ich glaube, wir müssen hier unseren Ruf noch ein bisschen auffrischen bzw. polieren. Gaius, are you okay? Wie er wieder mit seinen Latschen rumläuft. Seit ich einmal drauf geachtet habe, kann ich es nicht mehr ausblenden. I'm just kind of shocked by how different the atmosphere here is from Xander Gate. Well, it is a major military base right on the border of Crossbell. I never imagined it would be quite this big, though. This place is such a departure from Xander Gate that I can hardly believe that this is the same military, although perhaps this is the true face of the Imperial Army. This fortress is a massive departure from the image I've had of the military up until now. It's a reality I can accept, but one that I pray Nord will never have to face. Ja, ich finde das gar nicht so überraschend, dass sie da so unterschiedlich aufgestellt sind, weil je nach Region und je nach Gefährdungslage und ich sag mal politischen Rahmenbedingungen werden sie halt mal mehr, mal weniger sich präsentieren, ne? Oder mal stärker, mal schwächer. Und insofern ist das für Nord ja ausreichend, was Xandergate da eingerichtet hat. This fortress is the very definition of oversized, and that's ignoring the excessive display of military power. I imagine that the posturing is meant to show the Kreuzen provincial army that they could crush them on a whim. I forgot what this place probably means to you and your family. I suppose. While I don't agree with my father's actions, I can't say I'm comfortable with this fortress presence either. In fact, I find it hard to believe that anyone could sleep peacefully near a fortress like this. Ja, vor allen Dingen muss das ja auch ultra laut sein, oder? If the soldiers and weaponry weren't enough, the railway guns trained on Crossbell don't bode well either. Especially when you realize that the Blood and Iron Chancellor himself chose where to point them. Any excuse to flaunt his power. Es ist halt irgendwie eine tickende Zeitbombe, ne? Ich weiß nicht, ich hätte eher ein unwohles Gefühl, hier neben dieser Festung zu wohnen oder zu nächtigen, als wenn ich im Zielfeuer dieser Riesenkanonen irgendwie meine Wohnung oder mein Haus hätte oder dort leben würde, was auch immer. Oh, guess you can't see it from here after all. We'd be able to see it from where the railway guns are, but they get mad if I get too close to them. What are you up to now, Milliam? You know that huge Orchis tower where they're holding the trade conference? I'm trying to get a good view of that. Oh yeah, they mention it in the Imperial Chronicle and on the radio. Can you actually see it from all the way over here? That would be incredible. Would I ever lie to you? I wish I could have gone with Grams instead being stuck on some stupid field study. Uh-huh. Why'd you join Class 7 then? Speaking of which, they're going to be holding the keynote session there tomorrow. I wonder what they'll be talking about during it.
Most people are thinking it's just so they can decide on finance routes and stuff for Western Zemuria, but I think it's really gonna end up being about who Crossbell belongs to. Knowing Gramps, he might even try to get Crossbell to become a part of Erebonia. Seriously? Ich glaube, da wird aber auf viel Widerstand stoßen. The prince is gonna be there too, so he'll probably just try to shake everybody up a bit. Unbelievable. Toa's here there too, though, so he's hoping things go well. Ja, aber sie wird das als One-Man-Show vermutlich auch nicht abwenden können. Oh man, I wanted to go to Crossbell too. They've got a theme park there and everything. Gramps and Lecter are so lucky. Bist noch jung, Miriam, du wirst deine Chance noch bekommen, vermutlich. Bin aber sehr überrascht, weißt du, beim letzten Mal noch total von den Field Studies geschwärmt. Ich erinnere mich noch an so Aussagen wie, oh cool, hattet ihr immer schon so viel Spaß mit den Field Studies? Ich glaube, das hatte sie irgendwie mal im Zug gesagt und dann, ja, eine Field Study später oder zwei, keine Ahnung, schon wieder die Kehrtwende. What's with that kid? I knew we'd be getting visitors from tourists, but they're older than that, right? How'd she even get in here? Sie ist Teil unserer Gruppe. Sie wurde genauso mit offenen Armen empfangen wie der Rest. Don't cause any problems, alright? Between handling security and getting ready for the military exercise, we've got enough on our hands as is. Ja, ich weiß. Kann mich nur wiederholen. Bin nicht hier, um rumzustänkern. Und auch Miriam vermutlich nicht. Auch wenn sie mit ihrem kindlichen Dasein vielleicht so anmutet, aber ja, sie ist halt auch interessiert, wie wir alle. Hier ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Und das heißt, ich bin mit diesem Teilbereich hier durch. Okay. Ich glaube, also das sind zumindest die beiden Plätze, an die ich mich noch erinnern kann. Also diese beiden Außenareale. Ich glaube, so viel kommt da gar nicht mehr. Also in Corellia Fortress werden wir noch einiges erleben. Das auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt den Abschnitt, wo man hier jetzt so mit Leuten schnacken kann und so. Wobei, was war hier nochmal los? Zeig mal an. Hier führt eine Treppe runter. Boah, ist das alles verwinkelt. Aber das ist hier eine Sackgasse, wenn ich das richtig überschaue. Bei den Terminals denke ich immer, ich kann was mitmachen. Aber nichts da. Kein rotes Ausrufezeichen. Gut, dass ich hier hingekommen bin. Ich finde, hier hätten sie ruhig eine Kiste irgendwo hinpacken können oder so. Oh, here's Container 32A. Geez, why can't I ever deliver these things on time? Tja, so ist das. Ich habe das Gefühl, je präziser, verbindlicher und detailgenauer man selbst arbeitet, desto häufiger ist man von Leuten umgeben, die das halt nicht schaffen. Wobei das nicht immer die Menschen sind, an denen es scheitert, ne? Denn so eine Zugverspätung oder Lieferschwierigkeiten liegen oftmals nicht nur am Menschen selbst. The train schedules have all been changed up while the trade conference is going on. It's supposed to be a special security measure, but really, all it's done is put us on edge. Ja, train schedules have been... Ich möchte also zu jetzigen Zeiten möchte ich mit euch auch nicht gerne tauschen. Ich meine, Class 7 hat auch alle Hände voll zu tun, aber hier gerade zu arbeiten, ja, stelle ich mir anstrengend vor. Guess you're a visitor. Try not to wander anywhere that's off limits. Things are pretty crazy right now, and the soldier here who wouldn't leave at a chance for a full night's rest. Guess you're a visitor. Try... Also bis hierhin hat sich auf jeden Fall noch nicht rumgesprochen, wer Class 7 ist, aber ist auch nicht schlimm. Also ich glaube, Reen und die anderen sind die allerletzten, die hier irgendwie mit Star-Allüren angekommen sind. Laborer. Hey, where did this container come from? I don't remember anyone ordering it. Dann lieber mal gucken. Nicht, dass da eine Bombe drin ist oder so. Ich bin heute schon wieder richtig positiv, ne? Past noon already? No wonder I'm starving. That military exercise has really upped our workload. I just wanna get this over with and grab a bite to eat. Und das ist halt die Strategie, ne? Weil das Essen ist so minderwertig, weil die Leute hier so hart ackern, dass sie am Ende des Tages so ausgehungert sind und so einen derart leeren Magen haben, dass sie einfach alles essen und auch für eher semi-gutes Essen dankbar sind. Das wissen die Köche und die Verantwortlichen. Ich sag's euch, wäre das anders, würde man vielleicht ein bisschen mehr Mühe investieren. Aber gut, wenn ich an die Begründung von Neita zurückdenke, dann vermutlich nicht. Die soll nämlich konditioniert werden auf so ein Essen.
was gut abpackbar und konservierbar ist und zu Kriegszeiten notfalls auch gut herhalten kann. Und idealerweise ist der Körper dann dran gewöhnt und so. Also alles verstanden, aber trotzdem schade für die Belegschaft hier. Corellia Fortress is the eastern cornerstone of the Empire in both size and strategic importance. In addition to all the guardsmen assigned to the fortress, the 5th Armored Division is stationed here as well. If you go by the sheer number of soldiers, Corellia is easily the Empire's largest military base. Having that kind of power on display here will make Calvert think twice before messing with us. Ja, da wächst dein Selbstvertrauen so richtig an, ne? Hope you enjoy your tour. Ich weiß nicht, ich kann schon verstehen, dass die hier stolz drauf sind, weil wenn du schon beim Militär bist, ist es natürlich cool, für den größten und imposantesten Verein arbeiten zu können. Aber es hat halt immer irgendwie ein Geschmäckle, weil ich bei dem einen oder anderen dann immer so ein bisschen die Befürchtung habe, dass sie sich richtig darüber freuen würden, wenn irgendwie Krieg ausbricht und man seine Macht demonstrieren kann. Und damit habe ich dann halt ein Problem. Ich habe eigentlich die Taste gar nicht gedrückt, aber okay. Hi Marvo. Corridor on the right leads to the right wing of the fortress. Left, you'll find the guest rooms and briefing room. That staircase over there leads to the command center, but you haven't been granted permission to go inside. That's just how it is, I'm afraid. Maybe they decide to show you around there later. Könnte passieren, ne? Kann ich mir alles eh nicht merken. Ich gucke mir eh alle Ecken an und wenn ich aufgehalten werde, dann ist das so. Hey Dawkins, welcome to Corellia Fortress. You and your classmates from Thor's Military Academy have been granted permission to explore the fortress. As long as you don't stray outside the permitted area, you're free to go wherever you'd like. Ja, haben wir auch schon gut mit begonnen, würde ich sagen. Explore whatever you like. Okay. Sagt ihr noch irgendwas anderes? Kann ich vielleicht sogar handeln mit euch, wenn ich von der anderen Seite mit euch schnacke? Ne, ihr seid einfach nur der Infostand. Ah, da ist noch einer. Hä? Warte mal, warum bin ich hier gerade nicht bis zu dem durchgelaufen? Ich habe gar nicht gesehen, dass man hier noch abzweigen kann. Okay, hallo privat sein. Der heißt wirklich so. Ich habe es mir nie ausgesucht. Hey there, I take care of resupplying soldiers' personal equipment. I've got permission to sell to you, so if there's anything you need, just let me know. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie es kohlemäßig gerade bei uns aussieht. Es gibt kein... hier hätte ich ja fast schwören können, dass wir hier einen neuen Master Quartz bekommen. Was halt richtig fies wäre. Vor dem Hintergrund, dass du hier aktuell keine Möglichkeit hast, irgendwie Geld ranzukarren. Aber ich würde sagen, das, was der hier anbietet, das bekommen wir auch anderswo. Ja, ich glaube, ich behalte mir mein Geld. Ich habe es sogar ganz gut vorgelegt, wie ich gerade feststelle, weil wir sind 5-stellig. Habe ich irgendwie bisher noch nicht so oft gehabt. So, ich gucke jetzt mal kurz wegen Ingredients. Der neue Imperial Chronicles. So, warte mal, die nehmen wir einmal mit. Sollte ich überall auf 20 gehen? Ich glaube, das wage ich erst, wenn ich den nächsten Master Quartz eingekauft habe. Ich glaube... Den Moment sollte ich erstmal abwarten. So. Kann ich hier nochmal gucken, ob irgendwas dabei ist, was vorher nicht dabei war. Glaube ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, sowas wie Flarebomb. Könnte das neu sein? Ich meine, das ist schon XL. Aber... ich habe gerade nicht so... Chronoburst. Ich glaube, das ist neu. Orders times laws allowing user to act twice more. Attack twice in succession. Aber das musst du aktiv auswählen, ne? Das ist kein passiver Skill. Das heißt, du verschwendest eine Runde, oder? Ansonsten wäre das nämlich ein bisschen übertrieben stark. Cross Crusade haben wir einmal. Ich erinnere mich noch, dass das mal eine Belohnung gewesen ist. Ja, ich lasse das erstmal so. Was ist denn Remodel Weapon? Customize? Ach, das sind einfach die Upgrades. Wie wir das auch schon aus anderen Dings kennen, aber das war hier immer anders beschrieben. Das hieß doch immer Customize Weapon, hieß das doch, oder? Oder nicht? So, warte mal. Ich habe hier leider meine anderen Teammates nicht mit drin. Eventuell hätte ich hier nochmal aufgerüstet, wenn es hier große Sprünge gegeben hätte, aber wenn es mir nicht angezeigt wird, kann ich es halt auch nicht einschätzen, ne? I'd heard about the fortress from my father, but seeing it in person really drives home its incredible scale. Oh yeah, your father helps train the Imperial Army in swordsmanship, doesn't he? I can see why he's so busy if he's going around training all the soldiers in places this massive.
Indeed, I feel like the reality of that is finally sinking in for me as well. I have no idea how these teachings are actually being applied though. Perhaps we have the opportunity to find out during today's military training exercise. I'm looking forward to it. Ja, ich glaube, da bist du nicht die Einzige. I expect some of the soldiers in this fortress have been trained by my father. Perhaps today's military exercise will give us a chance to see them put their training to use. Könnte passieren. Auch wenn ich eher davon ausgehen würde, dass die Panzer im Vordergrund stehen bei dieser Exercise. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich spoilern will, sondern weil das mein Gedanke damals war, als ich mir Gedanken drüber gemacht habe beim ersten Spielen. The soldiers here seem pretty well trained, pretty well equipped too, like you'd expect from the Empire's biggest fortress. You'd need to put in some serious prep time if you wanted to topple it. Fee, I'm not sure that's something you should say within earshot of the soldiers. Hehe, old habits die hard. Yeah, they do seem to be outfitted well though. Wouldn't expect any less from the Imperial Army. Looks like we can get supplies over at that counter too. Seems worth a look. Ja, geht so, ne? Geht so. Da sind wir schon gewesen und haben nichts dagelassen. Doch, die Imperial Chronicle haben wir gekauft. Die lese ich auch gleich noch. So, that's Major Neidhart of the 4th Armored Division, huh? In his time serving under Lieutenant General Craig, I hear he's come to be considered one of the Army's top 2 most promising young officers. And he's actually pretty handsome, if I say so myself. I bet anything he flies right up the ranks. Ich glaube, Sarah würde widersprechen. So, that's Major Neidhart for bla. Okay, hier wiederholt er sich. Ja, dass er ein gewisses Talent mitbringt, das hören wir nicht zum ersten Mal. Aber wenn man das natürlich hier von den Leuten vor Ort nochmal direkt hört, hat das nochmal eine andere Tragweite irgendwie, finde ich. Weil ich meine, Trista ist ja ein Kuhdorf im Vergleich zu dem, was wir hier haben, ne? So. Ist hier Sackgasse? You've only been granted permission to explore certain parts of the left wing. Everywhere else is off limits. If it's any consolation, there's no much worth seeing in the right wing. Not much, to be honest. It's mostly just storage rooms. Okay, voll interessant. Da findet man manchmal Sachen. Die einem das Überleben sichern können. It's locked, you won't be able to explore past here. Das ist sehr schade. Aber kann man nicht ändern. Hier hat übrigens das Spiel angefangen. Glaube ich. Ich glaube, das war, wo die Musik dann schon so fetzig losschmetterte, wo Sarah dann kurz noch im Team war. Das war der Anfang. Und hier hat man die ersten Kämpfe schon bestritten. Das kommt einem schon wieder so weit weg vor. Also mir zumindest jetzt gerade. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Realität. So, ich nehme jetzt mal den Gang hier einmal vor, glaube ich. Hey, you must be those students from the military academy. So, what do you think of Corellia? Interested in working here after you graduate? I admit the food's pretty awful, but other than that, it's not a bad place to work. Hey, you must be those students from... Also, ich sehe Reens Zukunft hier eher nicht. Aber das muss er entscheiden. Today's military exercise is a big one. They're pulling out all the stops today. The guys who are actually participating already left a while ago, though. Left a while ago, though. Das war ein schöner Reim. Sehr poetisch veranlagt, der Typ, auch wenn er von seinem Glück vielleicht noch nichts weiß. So, und sie so? Hey! Ach nee, mit dem haben wir doch gerade. Warte mal. Aber ist hier nicht... Nee, der läuft hier einfach nur seine Runden. Okay. Hier wird vermutlich keiner drin sein. Ansonsten hätte die Karte gelogen. Man kann ja trotzdem mal schauen. So, ich glaube, diesen Raum hier auf der linken Seite, den nehme ich jetzt als letzten, um das hier abzuschließen. Und dann gucken wir jetzt erstmal hier. Hier tummeln sich die meisten Leute gefühlt. Ach, hier komme ich her. Warte mal, hier war der Startpunkt. Genau, und da unten... Ja, okay. Ich habe wieder ein bisschen Orientierung. Aber wenn ich sage, dass das der letzte Raum ist, dann kann ich ja theoretisch... Oh nee, das sieht so richtig aus. Also eigentlich ist es wahrscheinlich komplett egal, aber ich glaube, dann nehme ich doch jetzt erstmal das. Und dann knöpfen wir uns Sarah als letzte vor. Hey Emma, na? Oh, are you taking a rest, Emma? I did take a short walk around, but everything about this fortress is so imposing. It made me feel a little faint. I feel you there. Looking at Emma now, it's hard to believe she's the same person who almost single-handedly guided us through that castle. Reen? Nah, never mind.
But there is one thing that's been bugging me lately. Ever since we arrived in the Gram, I feel like just out of the corner of my eye, I catch glimpses of this small black shadow following us. Aha. But ever since we got to the fortress, I haven't seen it. Really? Maybe you are possessed by something. Ja, natürlich. Possessed? Yikes, that's kind of an unsettling thought. It is, isn't it? Phew, I'm glad I told you to go back when we reached Keldic. Aber Reen, weiß er wirklich nicht, dass es Celine war? Oder sagt er das nur nicht, weil er nicht mit der Tür ins Haus fallen will? This fortress is so vast, I could see myself getting lost if I'm not careful. I'm glad I didn't bring her along. But what is it? Ich meine, sie könnte ja auch das als ihre persönliche Katze, einfach als ihr Haustier, könnte sie Celine eigentlich ständig mitnehmen. Sie müsste halt nur aufpassen, dass sie nicht mit ihr anfängt zu quatschen in der Gegenwart von den anderen. Aber dieses Versteckspiel, wahrscheinlich ist es zu schwer, wenn die normal miteinander kommunizieren können, das dann zu verheimlichen. Oder Celine ist so verhaltensauffällig. Vielleicht ist Celine auch gar nicht stubenrein. Das sind die Fragen, die uns hier umtreiben sollten. So. Nicht, dass es dann hier weitergeht. Und vielleicht nicht bei Sarah. You haven't been granted permission to enter the command center. I need to ask you to leave. Weißt du was? Ich gehe nochmal zurück zu Sarah. Scheint mir jetzt doch irgendwie sinnvoller zu sein von der Reihenfolge her. Oh yeah, Towa gave me a call about what happened in the Gram. So you had a Mechanica monster show up outside the city limits. Yeah, Towa looked pretty concerned when we first mentioned it to him too. Do you know anything about them? Well, I'm no stranger to the group that makes them. They go by the name Ouroboros. Schon wieder eine Parallele zu Trails in the Sky. They're a secret society of sorts that acts in the shadows all across the continent. A secret society? We don't know how many members there are, what they're capable of. Honestly, we don't know much about them at all. What we do know is that they have access to technology more advanced than the most cutting-edge research institutes, and that they've been behind several crises that have threatened to shake the foundations of entire nation-states. And these are the people who made those monsters? If I hadn't seen it with my own eyes, I'd find it hard to swallow, but there's no denying what we saw out there. Well, you don't need to come to grips with it just yet. You don't need to come to grips with it just yet. We call the Mechanica monsters like the one you guys fought archaisms, and lately it seems like an awful lot of them have made their way onto the black market. There's been one sighting after another these days all over the Empire and beyond. Wow, that's heavy, im wahrsten Sinne. Does that mean there's a chance they might be plotting something here in Erebonia? Just in your opinion, I mean. Well, that's the tricky thing about them. It doesn't necessarily mean that at all. There have been cases where we know they put archaisms out into the wild purely to test their abilities, for example. Still, it's something to keep in the back of your mind at least. Right, I'll be sure to let the others know too. Ja, wird für die anderen sicher auch interessant sein. Honestly, as if we don't have enough to worry about with terrorists out there and the two factions at each other's throats. She'd just play innocent too, even if I tried to press her about it. Who do you mean, Danke, Reen? Just talking to myself. Anyway, you just focus on your field study right now. Between this fortress and the training exercise you'll be observing this afternoon, you'll have a front row seat to see what the military is all about. Understood, Instructor. Das wussten wir auch vorher schon, aber wen hat sie gerade gemeint? Das ist die große Frage. Just focus on your field study for now. Between this fortress and the training exercise you'll be observing this afternoon. Okay. Alles klar. So, und weil ihr alle wahrscheinlich dachtet, ich hätte es vergessen. Nein, wir werden gleich die Imperial Chronicle lesen. Aber ich werde mich erstmal da oben einmal positionieren, um demonstrativ zu zeigen, dass mich das Weltgeschehen sehr interessiert und ich ein passionierter Medienkonsument bin. Ja, genau das soll der gute Neidhart jetzt sehen. Jetzt muss ich das nur nochmal finden. Das war, glaube ich, bei Event. Oh, diese Lücken, ne, mit den fehlenden Red Moon Roses. Das ist so bitter. Aber es wird trotzdem ein komplettes Video geben mit allen Ausgaben. Das hatte ich ja versprochen. Das ist quasi in the making.
Achso, warte mal, das konnte ich gar nicht hier lesen. Ich mache immer wieder den gleichen Fehler, sondern einmal hier. Issue 7. Westermore Trade Conference Special Feature. The Westermore Trade Conference has finally commenced. At the first international conference of its kind, it has naturally become the subject of much attention and discussion since its initial announcement. We will be bringing you the latest news from the Crossbar State itself, where the representatives of the various nations attending continue to arrive. The 4 nations representatives. Each of the attendees is of the highest standing in their respective countries. Representing our nation of Erebonia will be Prince Olivert on behalf of His Majesty the Emperor and Chancellor Osborne. The delegate from the Calvert Republic will be Head of State President Rocksmith, and the Principality of Remiferia to the north will be represented by Prince Albert. Lastly, Crown Princess Claudia will be the spokesperson for the Liberal Kingdom to the south. Liebe geht raus! The Orkis Tower. The conference will be held in the recently completed skyscraper Orkis Tower, overtaking the Rainford building in Ruhr as the continent's tallest building at 40 floors and over 250 arch in height. Rumor has it that you can't even see its top from the ground. It's believed that the building will be unveiled during the trade conference's opening ceremony. The conference's direction. With the heads of the various nations in Western Zemuria gathering in one place for the trade conference, what matters will be discussed? A former diplomat offered his opinion. It is difficult to predict. The president of the Calvert Republic and head of the Erebonian government coming together for a discussion like this is unprecedented. Aha, war ja richtig hilfreich, das Interviews. Erkenntnisgewinn gleich 0. Das Interview, nicht Interviews. No matter what topics of discussion come up, the outcome of this conference is sure to determine the direction of international politics for years to come. Specialists in the fields of policy, international relations and economy will be watching with bated breath. Economy. Tax increase in NOCH province. NOCH province is set to join the provinces of La Mare and Kreuzen in implementing significant tax increases, it appears. The unprecedentedly steep increase has been met with staunch opposition from across the province. Furthermore, the Rainford Company, which has its corporate headquarters in Ruhr, the provincial capital, has issued a statement regarding the tax increases for the first time. The company stated that it believes the increases may potentially slow the growth of the Erebonian economy and has made its opinions known to Marquis Rogner in writing. Spotlight, the Le Sage Boutique. Dieser Themenwechsel, dieser Kontrast. Starting this fall, the head store of boutique chain Lesage will begin carrying products from the Striga Corporation. If functional yet fashionable sneakers are what you want, come along to Lesage. Die hätten ja ruhig noch ein Bild hinten ranhängen können, oder? Einfach mit irgendeinem schicken Logo oder so. Also, ich will nicht sagen, dass das Wichtigste an Zeitung Bilder sind, ja. Ich lese auch echte Bücher und nicht nur Bilderbücher. Eigentlich habe ich, glaube ich, nie ein Bilderbuch besessen, aber so ein kleines Foto wäre schon schön gewesen, ne? Für die Leute, die Lesage nicht kennen. Ich meine, wir haben das in Heimdall kennengelernt. Wir kennen diesen Laden sehr gut. Ich glaube, dass das in Heimdall war. Aber egal. Neidhart, it's your turn. Beziehungsweise Walter ist auch am Start und der guckt irgendwie sehr grimmig und sieht nicht sehr fresh aus, ehrlich gesagt. So you're the students who have come to tour the fortress. Yes, sir. He's wearing an officer's uniform. I wonder if he's... this is Lieutenant General Walter, Commander of Corellia Fortress. Und ja, ich weiß, man müsste wahrscheinlich Walter sagen, aber ich nenne ihn einfach Walter, ob er will oder nicht. He also serves as the division commander for the 5th Armored Division, which is stationed here. I apologize for not greeting you sooner, sir. Thank you for granting us the opportunity to tour the fortress. It really is an honor. Well, at least you aren't lacking in manners. Hardly built like a soldier, though. I have my doubts that you'll be able to endure the military's training regimen with a physique like that. You're sure they're training them properly, Major? My apologies, sir. Though I hear the academy has a former bracer as their combat instructor, they must really be scraping bottom. I've heard of the purple lighting before, of course, but a bracer is still a bracer. Leaving such an important role in the hands of a civilian is ridiculous. The famous Doris isn't what it used to be. Wow.
Weißt du, bedankt sich oder stellt fest, dass wir Manieren haben, aber kann selber keinen Respekt an den Tag legen. Ich finde das voll bescheiden, was er da von sich gibt. Well, no surprises here. It's like he fills in every box on the checklist for stereotypical Imperial Army soldier. Ja, oder so. Anyway, as Fortress Commander, allow me to welcome you to Corellia. Keep in mind, though, that we're constantly on alert for potential threats from the east. I have no problem with your class conducting your field study here, but see that you don't get in the way. Of course, sir. Very well. I take my leave here, as I have business to attend to. Boah, stell dir mal vor, für so jemanden müsstet ihr arbeiten. Gar kein Bock. Der kann auch eine, weiß ich nicht, ein cooles Kollegium oder eine coole Kantine oder ein nettes Setting oder so auch nichts dran ändern. He's certainly strict. Und das meine ich ja gar nicht. Ich finde es ja okay, wenn Leute strict sind. Der ist einfach nur unsympathisch und disrespectful. Well, he is responsible for keeping one of the Empire's most vital defensive fortifications running smoothly. Considering the ongoing tensions between the Empire and the Republic, you should be grateful he allowed you to come at all. Ja, aber seine Füße küsse ich ihm trotzdem nicht. I won't forget it. Now I'm afraid I must excuse myself as well. You're welcome to tour the rest of the fortress, but don't try to enter the command center. Of course, good luck with your work, instructor. I'll see you later then. Tja, wo müssen wir jetzt hin? Wir sind mit unserer Tour nämlich eigentlich durch. Aber das wird uns das Spiel sicherlich verraten. Oder auch nicht. Ich sehe kein rotes Ausrufezeichen. Warte mal. Kann ich ja eigentlich auch... Ne, zwischen einzelnen Locations kann ich nicht hin und her switchen. You haven't been granted permission to enter the command center. I need you to ask to leave. Ja, ich gucke trotzdem mal. Lieutenant General Vita and Major Neidhart's voices can be heard coming from within the room. They seem really busy. Maybe I should take a look somewhere else. Ja, machen wir. Okay, das heißt irgendwo... nee, bei Sarah kann es eigentlich gar nicht losgehen. Sonst hätten wir das ja gekennzeichnet bekommen. Vermutlich irgendwo draußen. Oder kann ich jetzt irgendwo durch? Ich glaube, da, wo die ganzen Panzer stehen. Die ganzen 18s. Ich glaube, da wird gleich was passieren. Ich erinnere mich dunkel, aber ich erinnere mich scheinbar falsch. Aber ich glaube, da wird uns irgendwie das Spiel nochmal hinlotsen. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt nochmal auf die Connecting Bridge. Irgendwo wird doch ein Ausrufezeichen auf uns warten, oder nicht? Oder ich muss zum Bahnhof? Warte mal, ich habe gar nicht mehr so viele Orte. Ich habe noch diesen komischen Bahnsteig, wo vorher nichts war. Da kann ich auch mal gucken. Und dann habe ich den Landeplatz, da wo wir Crow gesehen haben. Und da zu den Barracks, da kam ich noch gar nicht hin. Da oben. Also es sei denn, ich habe irgendeinen Weg übersehen. Aber von hier aus, das verbindet die Barracks mit der Command Area. Okay, beide Ecken kann ich nicht betreten. Hä? Okay, warte mal. Ich werde jetzt mal jedes Abteil einmal kurz absuchen und checken, ob wir da ein Ausrufezeichen haben. Und wenn nicht, dann schneide ich euch gleich raus und gucke mich im Alleingang um. Aber eigentlich macht das Spiel das immer relativ deutlich, wo man richtig ist. This bulletin is to inform all those students that preparations for today's military exercise are now complete. Please assemble in the hangar immediately. Your transport is standing by. I repeat. Okay. That's Instructor Neidhart. The time must have passed more quickly than I thought. I suppose I should start making my way toward the hangar. Maybe I'll run into the others on my way. Ja, wir werden uns schon nicht übersehen. Wir haben ja alle die gleichen Klamotten an. Uh-oh. We boarded the armored cars and set off toward the training grounds. Geht's also jetzt schon los? Scheinbar schon. Also doch mittendrin statt nur dabei. Zumindest der Transportweg. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Military Exercise. Ich kann mich gar nicht mehr an die Szene erinnern, dass man da in Panzern hinfährt.
Aber gut, wenn wir zu Fuß gelaufen wären, dann wären wir wahrscheinlich sehr lange unterwegs. The inside of the armored cars was narrow and cramped, and the smell of machine oil hung in the musty air. The cars shook and rattled over the uneven ground, tumbling us around like an iron coffin on wheels. Seid ihr nicht angeschnallt? Eventually, after enduring 10 minutes of jaw-rattling travel, unable to even peek outside at the scenery, we finally arrived at Corellia Fortress Military Training Grounds. Die Spannung steigt. Es liegt Tension in der Luft. Sie ist greifbar. Natürlich setzt militärische Musik ein. Wobei, nee, so militärisch ist sie gar nicht. Haben wir auch schon an anderer Stelle gehört. Wobei, eigentlich schon immer im militärischen Kontext, ne? Corellia Fortress Annex Military Training Ground. Ja. Sogar richtig stilecht mit Scheinwerfern. Aber wir dürfen das bezeugen am helllichten Tag. Wow, 18 Main Battle Tanks. 18 Main Battle Tanks. Könnte man auch als Zahl verstehen, ne? Und nicht als Prototypbezeichnung. There's plenty of older model tanks out there too. It even looks like they have airships here. Oh yeah. Like the ones we saw in Nord. Welcome. Oh. Das ist dann wohl der Papa von Elliot, wie unschwer zu erkennen ist anhand der Haarfarbe. So, that's Elliot's dad. I don't see the family resemblance. Looks like the hair made the jump from father to son, though. Mein Gedanke, Milliam. Da ist er. Reporting, Lieutenant General. Very good, Neidhart. Instructor Weststein, I believe. Pleased to meet you. It's an honor to make your acquaintance, Lieutenant General Craig. Ein Wunder, dass die beiden sich noch nicht kennen. Sarah kennt ja gefühlt die ganze Welt. Allow me to extend my deepest thanks for agreeing to cooperate with us for the Academy's curriculum today. Think nothing of it. Many of these fine youngsters may one day hold positions in the Imperial Army after all. Besides, I owe a lot to old General Vandyck. Ah, and these must be... Guck mal, wie grimmig er guckt. What a piercing stare. Ja, wieder mein Gedanke. So, this is Craig the Red. Elliot, my boy, it's so good to see you again. Und da verändert sich das komplette Gesicht, hä? Ja, ich fand die Szene so schön. It must be half a year now since I last saw you. How have you been? That's a sharp-looking uniform you've got too. I've seen the photos, but it looks even better on you in person. Dad, come on. Hey, you've still got a long way to go if you want to put on some real muscle. There's a part of me that hopes you'll stay my little cheer-up forever. But you're a man of Erebonia, and the men of the Empire must be strong, stout, and steady for action. Ja, und da wird's halt problematisch, ne? It was for your own good as a man that I held back my tears and enrolled you in the military academy. Dad, I can't breathe. I feel like everything I've been told about him was a lie. Und ich feiere diese Szene so sehr, weil ich habe mir den Typen wirklich, nach dem, was wir bisher über ihn gehört haben, so als streng, also er ist wahrscheinlich auch ein strenger Vater, aber so jemand, der streng ist und der nonstop irgendwie drauf beharrt, dass sein Sohn vielleicht kein richtiger Mann ist und so, hat er ja auch wieder angedeutet. Aber diese Herzlichkeit, mit der habe ich halt nicht gerechnet, dass er ihm so in die Arme fällt quasi. Das fand ich schön. Du seem to be some differences from the stories. You're kidding me? He seems like a cool guy. Ja, genau, das ist nämlich auch irgendwo mein Eindruck gewesen. Er scheint auf jeden Fall doch stolzer auf seinen Sohn zu sein, als man vielleicht angenommen hätte. What a delightful commanding officer you have, Major. Words fail me. Was ist denn daran so schlimm? Dad, knock it off. I'll tell Fiona. Ups. Okay, das hat gewirkt. Moving right along. Da bekommen wir es auch nochmal so zu sehen. Dabei kennen wir deinen Namen schon. I'm Lieutenant General Olaf Craig, Commander of the Imperial Army's 4th Armored Division. I've been entrusted with the role of overseeing today's joint military exercise. Pleased to make your acquaintance.
Alles klar. Ihr Lieben, ich werde an dieser Stelle, auch wenn es schon wieder mittendrin ist, trotzdem vor dem Hintergrund der voranschreitenden Zeit diesen Part jetzt hier an dieser Stelle beenden. Und wir werden in der nächsten Folge Zeuge der besagten Military Exercise und ja, gucken mal, was hier auf uns zukommt, welche Erkenntnisse wir daraus gewinnen und was die Hauptstory danach für uns noch so in petto hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!